Gut, schauen wir mal, wie es heute wird. Mit der Ausrichtung von der Kamera in erster Linie. Ich bin jetzt gerade drauf gekommen, dass es nur irgendwie ein bisschen grenzwertig war. Jetzt habe ich da wieder was hinterher gesteckt, dass es ein wenig weiter aufschaut. Ja, ist ein bisschen eine Klicksache irgendwie. Aber ja, wird sich aussehen. Ja, mit dem Regen ist es heute ein bisschen gefährlich. Ich glaube, eine Stunde lang circa so wird es noch halten. Vielleicht, dass es ein bisschen tröpfelt oder so. Aber kann sein, dass es nach der Stunde dann einmal zum Regen anfängt. 2 Stunden werde ich circa gehen. Die Kamera wird das nicht ganz schaffen. Also akkutechnisch. Aber ja. Es wird sich genau ausgehen in Bezug auf das, was ich aufnehmen will. Von dem her ist alles in Ordnung. Also das ist übrigens die DJI Osmo Action 6 Kamera, die ganz neue. Und das DJI Mini Mic oder so mit dazu. Also ja, die Aufnahmen von gestern, da habe ich ein kurzes Video hochgeladen auf YouTube. Die haben mir an sich sehr gut gefallen. Allerdings ist das bei diesen DJI-Kameras scheinbar farblich immer so eine Sache. Also so eine vorgegebene Farbe da gibt es da nicht. Jetzt habe ich quasi so das, wie soll ich sagen, das flachste Farbprofil hergenommen und werde dann im Nachhinein so ein LUT oder LUT oder wie man das einmal ausspricht, anwenden. Sodass das dann quasi ja, einfach eine vorgegebene Farbe im Endeffekt dann wird. Dieses 709 Farbprofil oder wie man das auch immer, oder was auch immer das genau ist, kenne ich mit Zwängen aus, aber das soll jetzt so eine Standardgeschichte sein. Und ziemlich natürlich von der Form her, ich hoffe es zumindest. Und ja, dann sollte das hoffentlich was gleich schon im Endeffekt. Also natürlich jetzt auch so im Winter ein bisschen schwierig, weil es nicht allzu viele Farben gibt in dem Sinn. Das ist einfach trostlos. Also so, ja. Vielleicht ein bisschen schwierig, dass man das gut aussehend macht. Im Sommer wird man es da ein bisschen leichter haben. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das auch Rollen spielt. Ja, was mir auch schon aufgefallen ist gestern, wenn du mit der Sättigung übertreibst im Nachhinein, dann schaut das ganz komisch aus irgendwie. Man sicher wird das grün dann saftiger und so. Aber alles, was tot ist quasi, schaut halt auch kräftig aus und das schaut dann ziemlich unrealistisch aus irgendwie. Aber ja, ist ja wurscht, schauen wir mal. Ich bin immerhin ein bisschen am Experimentieren mit der neuen Kamera. Bis dass ich so die ultimativen Einstellungen und Geschichten benannt habe. Aber bei dieser DJI-Kameras im Vergleich zu der GoPro ist für meinen Geschmack zumindest mehr Nachbearbeitung notwendig. Im DaVinci Resolve im Idealfall in dem Programm. Aber ja, ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas Technisches daher. Ist jetzt nicht so wichtig, von daher konzentrieren wir uns eher auf Natur und so. Ja, wieder ziemlich nebelig heute auf jeden Fall. Um die 5 Grad. Wie gesagt, mit dem Regen, das könnte noch spannend werden. Minimal tröpfeln tut es aktuell. Sorry. Ich habe leider ein kleines Problem, dass mein rechtes Nasenloch
sehr dazu neigt, dass es rennt, wenn es kalt ist. Das linke spannenderweise nicht. Und bevor ich da jetzt 3 Packungen Taschentücher verdurre beim Gehen, mache ich es ein bisschen wie Fußballer. Von daher suche ich schon mal im Vorhinein. Wird nicht ganz so appetitlich klingen ab und zu. Aber ja, gehört irgendwo ein bisschen dazu zum Sport, glaube ich. Ich meine, nicht zwingend, aber ja. Kennt man, glaube ich, sage ich mal. Dafür spare ich mir Spucken, so gut es geht. Aber ich habe übrigens ziemlich viele Autos gesehen unten am Parkplatz. Vorher hat es noch ein bisschen geregnet gehabt. Ich glaube, dass sie jetzt relativ flott alle wieder zurückgegangen sind. Aber es, ja, bis vor kurzem waren auf jeden Fall da noch ziemlich viele Leute unterwegs, wie es ausschaut. Habe ich mir auch nicht gedacht, aber gut, an einem Sonntag, also Sonntag 11 Uhr im Vormittag circa, wird halt ziemlich einladend sein für diejenigen, die was viel Wert auf Bewegung legen. Falls das übrigens auch wer gehen will, so in Kürnberg-Wald sind wir da jetzt. Falls dann auch wer gehen will, der darf ich auch sehr gutes Schuhwerk auf jeden Fall empfehlen. Ist, glaube ich, schon selbst erklärend irgendwo, wo man sich das alles so anschaut. Wird noch viel schlimmer. Also wasserfest war gut und ein gescheites Profil. Ich habe mir halt übrigens ein bisschen dünnere Jacken angezogen im Vergleich zu gestern. Es war ja im Endeffekt dann doch so ein bisschen zu warm, weil es trotzdem viel bergauf geht, zumindest am Anfang. Darunter habe ich so eine lange Skiunterwäsche. Durch das ja, reicht es. Ja, den ersten Kilometer haben wir. Ich habe jetzt nicht ganz von Anfang an aufgenommen. Ich weiß nicht, so 400 Meter oder so vorhin, schätze ich mal, auf Kamera. Wie ganz sowas? 300 vielleicht. Also das Laufen hätte ich gestern auch ein bisschen probiert. Aber da habe ich gesehen, dass das überhaupt nicht gut ausschaut. Weil das Bild komplett verwogen ist dabei. Also das ist speziell auf Brusthalterung ein Scheiß. Das ist vielleicht mit der so einer Kopfhalterung geht das nicht mehr an besser. Aber mit der Brust hast du auch die Bewegungen ein wenig mit dabei. Und halt auch die oder die und die. Durch das ist das ein bisschen zu viel. Von dem her, da spare ich mir das so gut es geht.
Mache ich zwar ab und zu immer wieder mal gern. Aber ja, muss nicht sein. Und das ist ziemlich viel Holz. Gescheiter Holzhaufen. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen abkürzen, wenn man geht. Also sicher sogar, das ist auch so eine kleine Abkürzung. Also es gibt, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man da gehen kann. Ich gehe halt eine ziemlich weite Möglichkeit, wo man halt ziemlich genau 2 Stunden geht, wenn man einen flotten Schritt hat. Das ist mir gestern übrigens auch aufgefallen, wie mir die Aufnahmen ein bisschen angeschaut habe. Es ist steiler, wie es ausschaut. Also da ist es jetzt ziemlich steil. Sorry. Oh ja, sportliche Sicht ist sehr gut, wenn es steil ist. Also die Runden, was ich normalerweise gehe, also direkt vor der Haustür weg quasi so Runden, da ist halt Bredel. Das ist ja der Weg kein einziges Mal so schnauft wie jetzt gerade. Außer ich renne, aber ja. Ist ja gleich so ein bisschen mehr Challenge und ich glaube, dass so das Belohnungsgeschichte, was man im Endeffekt dann dafür hat, ist dann glaube ich auch besser. Also man ist halt dann, wird dann zufriedener mit sich sein und mit der Leistung, was man braucht im Vergleich zu dem, wenn es Bredel ist die ganze Zeit. Oh ja, liegt die am Wolfstand. So, ich hoffe, dass die Kamera nicht zu weit aufzeigt. Schauen wir das mal kurz an. Oh, das sieht nicht so schlecht. Oh, ich glaube, das passt ganz gut. Dann habe ich die Kamera wirklich wieder falsch eingekriegt. Muss jetzt nur ein bisschen weiter in den Tee stellen.
Jetzt habe ich wieder was hinterher gestopft, eben, dass wir auf die richtige Hechen kommen und das lasse ich jetzt einfach drin. Also es geht recht steil bergauf. Sehr gatschig. Sehr, sehr gatschig. Ich tue das einmal raus. Das kann man ein bisschen weiter runtergezeigt. Ah, ich da gleich umgehen, merke ich gerade. Aber geht eh da noch. Sorry. Ah, das ist eine Katastrophe. Fahren mit so schweren Fahrzeugen man ansiehst, die Spuren da, was das für Reifen sind und so. Und du scheißt aber dann irgendwie keiner, was da noch. Es bleibt dann scheinbar einfach so, bis das halt, keine Ahnung, im Frühjahr oder so wieder repariert wird oder keine Ahnung. Aber ja, das ist relativ typisch da, dass da irgendwas nicht ganz so einladend ist zum Gehen. Aber ja, hat irgendwo seine positiven Seiten. Muss ja was. 144er Puls. Ah ja, wie gesagt, bergauf gehen ist nicht so ohne. Speziell, wenn man einen Flotenschritt hat. Aber ja, solange ich nicht über 160 komme, ist das kein Problem. Es passiert jetzt auf keiner wissenschaftlichen Basis, sondern einfach vom Empfinden her. Geht mal da. Das ist sehr, sehr steil. Von daher sorry, falls man zu viel im Boden sieht aktuell. Das ist, da hat man so einen Neigungswinkel,
das zwangweit aufgefilmt wird wahrscheinlich. Jetzt geht's wieder, aber sobald es recht steil ist, ist das so eine Sache. Aber ja, so nehmen wir ein kurzes Stückchen, von daher wird das hoffentlich nicht so ein großes Thema sein. Sorry. Zweiten Kilometer. Also da ist auch das Gipfelkreuz da vorne dann. Da gestern wäre hingeschifft links, darum habe ich es nicht aufnehmen können. Aber ist sowieso nicht. Hätte ich sowieso weggeschnitten gehabt im Endeffekt, weil die Kamera zu falsch eingerichtet war. Aber ja, man sieht es einfach da halt. Gefällt mir immer ganz gut. Also ich glaube, selbst wenn man nicht gläubig ist, hat das irgendwie trotzdem was Besonderes an sich. So, von jetzt an geht es eher bergauf. Was irgendwo Sinn macht, wenn man beim Gipfelkreuz ist, glaube ich. Wenn man es da geschafft hat, ja, geht es eigentlich nur noch runter zu, also mehr oder weniger. Sorry. Normalerweise sind da immer wieder mal Radfahrer unterwegs. Man wird sicher die eine oder andere Reifenspur sehen. Weil jetzt gerade im Moment sehe ich glaube ich keine, aber doch. Aber ja, es sind auf jeden Fall deutlich weniger Radfahrer natürlich um die Zeit. Also mir persönlich war es auch zu höllisch. Oder zu gefährlich, besser gesagt. Sehr gatschig, also es rutscht schon gescheit, da muss man schon höllisch aufpassen. Hallo. Grüß dich. Ja, drum.
Aber man merkt es auch beim Gehen, dass man mehr aufpassen muss. Also normalerweise, sagen wir mal, wenn man im Sommer oder so geht, du gehst halt einfach dahin, weißt du, also da denkst du nicht viel dabei und so. Ja, muss man ein bisschen vorsichtiger auftreten. Ich meine, nicht allweil, aber wenn es halt gatschig ist. Und es regnet wieder ein bisschen. Oh, look at see. Sorry. Da sieht man Löwe gut unten. Das ist die Halle. Ah, jetzt haben sich die zwei Hunde begegnet. Aber nicht zum Hören. Falls auf Video aus ist.
Aber normalerweise ist das Mikrofon ziemlich empfindlich, von daher. Jetzt haben wir genau Gegenwind mit ein bisschen Nieselregen, ganz einen leichten. Kann sein, dass da was auf die Linsen kommt. Aber ja, es wird sich dann relativ schnell wieder, verdunsten, falls überhaupt was draufkommt. Das Gute ist, dass der Regen ja quasi ein destilliertes Wasser ist, kann man sagen. Durch das verschüsst sich das dann wieder ziemlich fleckenfrei. Darum soll man Regenwasser jetzt auch nicht unbedingt trinken, weil es keine Mineralien enthält und so weiter. Wodurch das dann eher im Körper Mineralien entzieht als in die andere Richtung. Ist nicht ganz so leibend. Gefällt mir ganz gut, der Stelle. Aufpassen. Das Lehmige, das ist immer ziemlich gefährlich. So ein feiner Schlamm. War auf jeden Fall die richtige Wahl halt mit der dünnen Jacke. Und da sieht man die Ausdünstungen.
Die Blätter sind in Real Life übrigens auch kräftiger, wie man glaubt. Durch das täuscht das im Video manchmal ab und zu. Also für mich zumindest, wenn ich es im Nachhinein anschaue, glaube ich aber, dass die Formen so, weiß nicht, falsch sind teilweise. Weil das manchmal zu kräftig ausschaut. Aber jetzt gerade, wenn ich da schaue, macht es eigentlich Sinn. Wird wahrscheinlich auch darauf ankommen, ob das Laub, was am Boden liegt, trocken ist oder nass. Tageszeit irgendwo wahrscheinlich auch. Also von der Lichteinstrahlung her, wie stark das dann zur Geltung kommt und so. Also Farbtemperatur mehr oder weniger. Oh ja, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Das ist mehr schätzungsaktiv. Hallo, grüß euch. Sorry. So, Straffarbe rechts, teilweise bei so Gräser ein bisschen. Dann hat man den ganzen Schaß um. War nur eine Kleinigkeit, aber falls es euch wundert. Ich glaube, dass trotzdem mit dem Ding drin geschaut ist. Ich glaube, dass man beim Gehen dann wirklich, wenn man jetzt wirklich, sage ich mal, unbewusst geht, dass man da ein bisschen buglert unterwegs ist, wie wenn man jetzt sehr bewusst geht und das testet, dass man da irgendwie aufrechter ist. Und dass darum das Kamera-Einrichten nicht über so leicht ist. Ich war mir gestern noch sehr sicher, dass das passt mit der Kamera, wie ich das daheim probiert habe. Aber die paar Schritte, was man da gehen kann oder geht, ja, weiß nicht, hat man einfach irgendwie eine andere Haltung scheinbar. Aber ja, sonst, wenn es halt wieder nicht passt, muss ich es nur weiter aufstellen und dann probiere ich es morgen nochmal. Und ja, dann hoffe ich das Beste. Sind wir ein bisschen zurückschauen, falls doch ein Radlfahrer daherkommt. Ich habe nämlich links ziemlich schlecht. Das macht insgesamt mehr aus, wie man glaubt. Von daher kann ich mich nicht nur auf meine Uhren verlassen, nachdem das ein bisschen grenzwertig ist.
Zu einem Aussichtspunkt schauen wir dann übrigens. Habe ich ja von einem anderen Video auch schon. Aber ja, ich meine, so spektakulär wird er nicht sein, weil es sehr nebelig ist, aber trotzdem will man es kurz anschauen. Da habe ich übrigens von der GoPro das erste Mal den Akku tauschen müssen, wie ich mal damit gegangen bin. Und ich schätze mal, dass wir jetzt noch, also ich weiß nicht auswendig, dann gehen wir schon 44. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, noch 55% über mindestens bei der Kamera jetzt. 55, 60. Also ja, Akkulaufzeit. Es ist im Grunde alles bei der Kamera besser im Vergleich zu der GoPro. Außer, dass man damit mit dem 5,3K aufnehmen kann. Das ist der einzig nennenswerte Nachteil für mein Verständnis. Darum habe ich mir die gekauft. Das ist jetzt schon ganz was anderes, muss man sagen. Ich bin ja schon gespannt, was GoPro das nächste Jahr macht, weil irgendwann sollten sie mal gescheit nachlegen, weil ich glaube, das jetzt schon seit 2 Jahren oder so eigentlich nicht mehr die besten sind, was das betrifft, so Action-Cams. Aber ja, kommt da immer ein bisschen am Anwendungszweck drauf an und so. Wenn es ein schönes Wetter hat und so weiter und so fort, ist eine GoPro auch in Ordnung. Wir haben jetzt 12:06 Uhr. Das schaut auch spannend aus irgendwie. So ein leichter Nebel. Und das sind auch wieder ballert. Hallo, grüß dich. Sehr viele Hunde. Das ist, wenn man selber spazieren geht oder ja, gern unterwegs ist, Fuß, sieht man sehr viele Leute mit Hunden. Man schaut auch ohne, aber es fällt auf, dass viele im Grunde nur wegen einem Hund gehen, blöd gesagt. Ich meine, nicht nur wahrscheinlich, aber dass das trotzdem ein großer Knackpunkt ist. So, jetzt wird es wieder wegen höllischer. Da ist ziemlich finster übrigens. Bin schon gespannt, was die Kamera tut, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Bei der GoPro war jetzt ein bisschen anderes Thema. Gut, jetzt gehen wir nochmal um.
bin so eine kleine Pflanzen verfangt. Eine knappe Sache können. So komische Ranken sind da. Ein bisschen so wie bei den Brombeerstauden, glaube ich. Das schaut auch so aus. Da verhängst du ab und zu. Gut, kinderfreundlich ist das Video somit dann nicht mehr. Aber gut. Ist auch nicht wirklich so gebrannt gewesen irgendwie. Ich glaube, dass die Kinder sowas sowieso nicht anschauen. Von dem her. Ich will jetzt nicht recht am Wald zerspülen, wenn man hier da ein wenig flucht. Gehört ein wenig dazu, zum Leben. Hilft ja nachgewiesenerweise gegen Schmerzen und so. Machbar ist er nicht sogar. Das sehe ich. Jetzt kommen wir schon langsam mehr in den rein. Spannend, dass da auch ein Weg runtergeht. Interessant, was da hingeht. Schaut ziemlich gut begangen aus, da würde ich mal sagen, nachdem das so freigelegt ist. Sorry. Irgendwie witzig, dass sie das so ansetzt irgendwie. Darf es gerne ein bisschen mehr am Boden filmen. Also jetzt richten wir es wieder ein wenig auf für die Geschichte, auf Verdacht. Das 4:3 Format hilft eigentlich auch ganz gut.
Wenn du jetzt bei der Kamera 16:9 einstellen, da hast dann von der Hechen was weg da. Und 4:3 hast du die ganze Hechen. Also eigentlich ist 16:9 nur ein zusammengeschnittenes 4:3 Format, kann man sagen. Von daher besser, man filmt direkt in 4:3 an, falls du das auf 16:9 haben willst. Machst du das einfach im Nachhinein. Oder kannst du das dann oben oder unten kürzen, jeweils so viel wie du willst, sodass du im Endeffekt auf die 16:9 kommst. Aber ja, in dem Fall bleibt es 4:3. In dem Fall ist je mehr Hechen, das du hast, ja, besser. Beim Radlfahren ist es irgendwie ein anderes Thema. Speziell wenn es kommt immer ein bisschen drauf an. Aus der Brustperspektive mein Vorradl will ich zumindest immer so weit wie möglich sein. Und natürlich, wenn du jetzt sehr weit bist, hast du automatisch mehr Hechen. Und das ist aber dann ja, beim Radfahren eher kontraproduktiv. Weil je weiter du oben schaust, desto mehr siehst du am Pfirs so auf und runter. Das schaut komisch aus dann ab einem gewissen Punkt. Und je weiter du auffilmst, desto eher sieht man das Gesicht öfter, wenn man ein bisschen so viere schaut. Und ja, das will man halt irgendwie auch nicht. Von dem her geht das automatisch irgendwie mehr im Braten, aber gefällt mir auch gut. Beim Gehen ist es ein bisschen was anderes, weil da willst du gar nicht so weit sehen, weil je weiter das Sichtfeld ist, desto verzerrter wird es. Und das schaut beim Gehen ganz komisch aus. Aus der Lenkerperspektive mit dem Vorradl ist es auch ähnlich, da willst du es auch nicht unbedingt haben. Weil da fällt das dann umso mehr auf, dass das eigentlich verzerrt ist und schaut dann nicht mehr natürlich aus und ganz komisch und so. Also für meine Anwendungszwecke macht es nur aus der Brustperspektive mit dem Vorradl Sinn. Und jetzt gehen wir schon fast eine Stunde. Wie gesagt, aufnehmen tue ich noch nicht so lange, aber ein paar Minuten werden da angehen. Die Uhr habe ich von Anfang an gestartet und die Kamera erst, wie gesagt, keine Ahnung, so 300 Meter später. Oh, jetzt wird es sehr nebelig. Aber ja, tut ihm nichts. Man merkt es beim Berg angehen, dass man da automatisch natürlich durch den Ausgleich deutlich aufrechter geht. Also da hat man eher so ein Rückenlock quasi, blöd gesagt. Sobald es geradeaus dahin geht, hat man schon so ein bisschen eine Neigung nach vorn. Und wenn es bergauf geht, halt nur mehr, dann bist du halt nur schräger. Durch das kann man die Kamera eigentlich nicht genau so lassen, wie es ist. Weil das natürlich ja, verschieden ist. Darum schaue ich, dass ich das eben mit denen ein wenig ausgleiche, wenn ich das hintere stupfe, dass ich durch das Kamera hebe und so. Aber ja, für das muss ich es einmal überhaupt richtig eingestellt haben, dass das alles Sinn macht, was ich mache überhaupt. Und da bin ich mir noch alles andere wie sicher, ob das hinhaut. Also ich hoffe zumindest, dass das ohne den nur bergauf Sinn macht. Und auf der Geraden und bergauf mit dem Ding. Kommt sein, dass das ein bisschen zu technisch ist, das Video insgesamt. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Testvideo, von daher kann man mir das, glaube ich, verzeihen.
Muss man dann auch irgendwie kennzeichnen, wenn ich das richtig eingestellt habe. Bei diesen Halterungen, dass ich das wieder finde, weil sonst fängt wieder alles von vorne an. Die Einstellerei. Da geht schon irgendwie ein bisschen genauer her, sage ich mal. Das gleiche gilt eben dann auch fürs Vorderrad, aber das geht ein bisschen leichter, dass man das richtig einstellt, weil man sowieso von der Hechen was wegnimmt, wie ich schon mal gesagt habe. Und am Lenker ist es ganz einfach zum Einstellen, da brauchst du nur, dass du ein bisschen was vom Reifen siehst und fertig. Ah ja, das ist halt irgendwo auch der Nachteil von einem stufenlosen Verstehen sozusagen. Wenn es da so kleine Stufen gab mit so Zahlen drauf irgendwie, dann konntest du das sehr einfach wieder genauso einstellen, dass es passt. Natürlich, je größer dass die Stufen sind, desto ungenauer wird es irgendwie. Weißt du? Sorry. Ist aber ein bisschen unappetitlich, es tut mir leid. Sieht man ein wenig zu schlecht durch. Boah, jetzt mal auf den Button gerade. So ein fies mit den Blättern da. Das verdeckt dann. Man kann das Blätter rutschen, das weiß man glaube ich eh. Aber drunter ist ja auch noch so ein Schlamm teilweise. Geht's dann dahin, wenn man nicht aufpasst.
So, da vorne schauen wir dann ein bisschen außerhalb von dem Weg hin, weil man da dann sehr gut auf die Donau sieht. Aber wie gesagt, es ist sehr nebelig und so. Von daher wird sich das ein bisschen in Grenzen halten. Also, so beeindruckend wird das jetzt nicht sein, aber zumindest kann ich echt sagen, wo man bei einem schönen Wetter eine extrem schöne Aussicht hat. Das ist in der Jahreszeit natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil alles komplett voller Blätter ist. Das sind halt dann so Stücke ein bisschen heimtückisch, wenn die irgendwo unter die Blätter liegen und so. Oh, heute ist es aber besser wie gestern auf jeden Fall. Schaut nicht einmal so schlecht aus. Genau. Und gehen wir wieder weiter. Mein Akku wird übrigens extrem knapp in Bezug auf das, was ich alles aufnehmen will. Also da kommt eben ein Stück, was ich auf Video jetzt noch nie gehabt habe, weil das mit dem Fahrrad zum Beispiel nicht geht. Also das muss gezwungenerweise zu Fuß machen. Außer man ist sehr mutig oder sehr gut am Fahrrad. Ich persönlich traut mir nicht. Ich werde es dann sehen, warum. Und ja, auf jeden Fall wird das ein bisschen eine Premiere, sage ich jetzt einmal. Wobei das, ja, ist halt ein, ja, für das ein Wanderweg ist, ist er halt ziemlich höllisch benannt. Das ist jetzt so der Knackpunkt. Nein, der Wanderweg, glaube ich, kann man das nicht einmal noch bezeichnen, wirklich in dem Sinn. Dann irgendwo schon. Aber ich schätze mal, dass da passendere Begriffe gibt. Oh, da kenne ich mit Zwingers. Das ist das Ding wieder hinten drin. Dass wir nicht zu viel am Boden schauen.
Ah, ja, da ist der Römerturm oben. Kann ich kurz vor der Weiden sagen. Also das sieht man, wie soll ich sagen, das was man da links sieht, oder was, so, was man da sieht, das links ist so was wie ein Schild quasi, was man da sieht, und drunter diese stehenden Holzdinger da, das sind so Bänke, so Sitzmöglichkeiten, sage ich mal. Das, was man rechts daneben sieht, sind so Mauern, sozusagen die Grundsteine, oder wie man das auch immer bezeichnet, vor einem Turm, was für die Römer gebaut worden ist, vor, weiß nicht, 1000 Jahren oder so, oder 2000 Jahren, ich weiß nicht. Aber der ist schon uralt auf jeden Fall, und das sind halt nur so Überbleibsel davon, und darum halt, ja, historisch halt irgendwie was Besonderes, sage ich mal. Ist ein bisschen so eine Sehenswürdigkeit da. Aber ja, ist jetzt aus meiner Sicht ist nicht so spektakulär, dass man sich das von der Nähe anschauen müssen. Aber ja, wer will, kann das natürlich gern machen. So, jetzt müssen wir dann, glaube ich, schon langsam ein bisschen beeilen, beziehungsweise dürfen wir nicht mehr zu oft aufhören. Sonst wird es mein Akku ein bisschen knapp. Aber wie gesagt, Trainer will ich auch nicht, weil das Video absolut gar nicht gut ausschaut. Weil das so verwogen ist dann. Von den her gehen wir einfach nur ein bisschen flotter wie vorher. Ein bisschen an Glück aus eurer Sicht hat es mir auf Goschen. Ja, da weiß es sehr ausgegangen. Sehr rutschig da auf gut Deutsch. Es variiert immer ein bisschen. Aber ich glaube, man sieht sie relativ, oder man kann sie relativ gut im Video einschätzen. Wie rutschig das so ist. Da schauen wir dann auch kurz runter. Gefällt mir auch immer nicht schlecht, die Stelle. Naja. Halt sind Grenzen, aber irgendwie schön eine Erinnerung gehabt. Dass die
sorry. Grüß dich. Ich muss übrigens auch bald so Nachtaufnahmen testen. Also dass ich quasi in der Nacht eher einen städtlichen Spaziergang mache, wo es halt beleuchtet ist durch Straßenlampen. Wobei beleuchtet, ja, sehr minimal beleuchtet, sagen wir so. Und ja, von dem her bin ich gespannt, wie sich die Kamera schlägt. Ich muss geschert bei dem Baum. Grüß dich.
Und da hört man das Profil von den Schuhen immer ziemlich gut, wenn der Untergrund härter ist. So, jetzt müssen wir gleich bei einer Straße ein bisschen entlang gehen, kurzzeitig. Wir gehen da jetzt dann gleich rechts. Das ist dann das höllischere Teilgebiet. Wenn man sich das da sparen will, kann man bei der Straße entlang gehen. Man gehen ist nicht ganz so geil, glaube ich, auf der Straße. Aber sag jetzt mal, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und irgendwann kommt dann einmal so ein Berg, ein kleiner Berg, wo man rechts fährt. Kommt man dann im Endeffekt zu diesem Schoderweg, wo man da dann im Endeffekt rauskommt. Der Gehsteig, was man da sieht, der hört übrigens gleich da vorne wieder auf. Also, wie gesagt, man müsste halt irgendwie neben der Straße gehen, aber ohne Gehsteig halt. Bin ich persönlich kein Fan davon. Aber mit Fahrrad, ja, ist es irgendwie normal. Sorry. Sehr steil.
falls man es auf Video nicht sieht. Also gerade da sind gute Schuhe wichtig. Ich meine, vorher eigentlich auch schon die ganze Zeit. Aber ich glaube, bei dem Bereich auch noch weiter 4 liegt man wahrscheinlich 3-4 Mal, wenn man kein gescheites Profil hat. Denkt ja. Ah, 10.000 Schritt geschafft. So. Boah, da rutscht es. Oh, das sieht man selten leid. Hat jemand da oben. Servus, grüß dich. Ah, die Tür. Kommt genau der gleiche Drohne gewesen sein, was ich auch bestellt habe. So genau habe ich jetzt nicht geschaut. Geschlechte. Ja, vom Kürnbergwald wird es sicher auch mal Drohnenaufnahmen geben. Sorry. Wahrscheinlich sogar von dem Punkt, wo man auf Donau vorher so gut runtergesehen hat. Aber da ist, glaube ich, auch ganz cool. Oh ja, ich glaube, mit der Drohne bringst du schnell einmal gute Aufnahmen zusammen. Speziell mit diesen, so bei dieser DJI Mini 4K. Die hat ja so vorgespeicherte Flugmanöver. Und die sind halt buckelweich natürlich und ja, ist halt sehr professionell, sage ich mal.
Schaut professionell aus. Weißt du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Mal überhaupt ist, dass ich da irgendwen gesehen habe. Und heute waren es gleich 3 Leute, beziehungsweise 2. Ja, Gruppenverleute, sagen wir jetzt einfach mal. So ist ja. Hätte ich viel Geld verloren, wenn ich da unter irgendwer gewettet. Sehr rutschig wieder. Gellig. Ein bisschen Ungeld zum Gehen, aber trotzdem stark was die Schuhe. Also diese ASICS Gel Trabuco 13 GTX habe ich. Und die sind schon, das haut schon hin, sag ich mal, weil rutschen tut man trotzdem wenig für das, dass so ein Gadget. Mal schaut das mir an. Sieht man es überall, wie man da anrutscht. Also ich glaube, man kann es nachvollziehen, dass man da mit dem Radl eher nicht fahren will. Ich glaube, da hängst du mit dem Lenker links und rechts. Ich glaube, dass das gar nicht geht. Das ist höchstens im Frühjahr. Es darf halt nicht so dicht bewachsen sein, dann wird es schon gehen, aber... Gleich. Aber das schwingt man umeinander. Ganzen Schaß vor die Gräser. Gut, da bin ich jetzt gerutscht. Also da kommt man auch gehen, das war eine Möglichkeit, ist aber jetzt auch nicht recht. Ist halt deutlich weiter, also man macht einen gescheiten Umweg. Und so viel sicherer ist es auch nicht von den her. Gehen wir da. Aber das ist jetzt so das gefährlichste Stück. Muss ich gescheit aufpassen. Also dass man da rutscht, lasst sich nicht vermeiden. Also kannst du nur so ein gutes Profil haben. Brauchst du irgendwelche Spikes, irgendwelche Fetten, wenn du da nicht rutschen willst, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das so zum Gehen geeignet ist. Leck mich Arsch. Oder Taxen ausgerissen. Das ist dieser lehmige Untergrund wieder.
geschafft. Gut, die Kamera hat es auch geschafft, beziehungsweise der Akku. Schauen wir mal nach, wie viel Prozent das wir über haben. Drei. Gut. Dann nehme ich noch ein paar Minuten auf. Aber ich glaube, dass wir dann einen Hut drauf haben. Weil jetzt ist es ja nicht mehr so spektakulär. Es ist jetzt so ein bisschen ein schönerer Weg wieder, dem was mir einfach folgt. Und da kommt man halt im Endeffekt wieder zum Parkplatz, wo ich mein Auto stehe. So von der Aussicht her sieht man halt bei ein paar Stellen halt da so in so was Ländliches ein bisschen. Schaut relativ gut aus. Aber ja, das ist der Bock, da ist der Akku nicht mehr. Von daher, ja, danke schön fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.